Hallo, ich bin Silke. Ich bin der Ralf. Und wir leben in einer ehemaligen Synagoge, die wir restauriert und vor dem Verfall gerettet haben. Kommt gern rein. Ja. Ja, wir kommen jetzt direkt in den Wohn-Ess-Bereich, den ehemaligen Betsaal. Das sah früher, als wir das gekauft haben, sah das natürlich ganz anders aus. Das war wirklich am Anfang ein richtig dunkles Loch. Da war eine komplette Zwischendecke drin, unten war Lehmboden. Und es war total dunkel, da war ein Scheunentor, man hat eigentlich nichts gesehen. Man konnte das Haus nicht mal in einem begehen. Also es war schwierig, sich vorzustellen, was man daraus machen kann. Gebaut ist das Gebäude ja 1832 als Synagoge. 2004 haben wir es gekauft und haben dann doch 3 Jahre gebraucht, um hier den Raum wohnlich zu gestalten. Wir haben natürlich versucht, so viel wie möglich zu erhalten. Die historischen Fenster auch hier, die historische Eingangstüre. Zu zeigen halt auch, dass die Moderne und die Geschichte, dass sich das nicht unbedingt beißt. Ein Grund, dieses Haus zu kaufen, war für uns schon auch, dass die Fenster erhalten sind und dass es auch aus verschiedenen Bauzeiten verschiedene Fenster gab. Also das Oberlicht hier oben ist aus der Synagogenzeit, unten war es geschlossen. Also da konnte man in den Betsaal während des Gottesdienstes gar nicht reinschauen. Und erst zur späteren Zeit hat man dann Fenster eingebaut in den 1920er Jahren, die man auch von der Bauart und der Machart her deutlich unterscheiden kann. Und so kann man im Prinzip an vielen Bauteilen ablesen, aus welcher Zeit und welcher Phase sie in dem Gebäude gehören. Und so kommt auch immer wieder was dazu. Wie die Wand, die wir hier eingezogen haben, die war eigentlich jetzt, was heißt eingezogen, die steht einfach drin, die können wir auch einfach wieder rausnehmen, die Wand. Aber wir fanden das eigentlich jetzt dann mal schön, noch einen Bereich abzutrennen hier. Und dass der schöne Sessel hier dann auch am Ofen stehen kann und so ein bisschen heimliches Gefühl dann auch hat. Das Bild, das habe ich eigentlich übermalt. Das war ein billiger Druck. Das war ein Mann, der mit einer Sense läuft übers Feld und war nur ein großer Himmel. Das Ganze war ziemlich runtergekommen. Den Rahmen fand ich aber nicht. Das habe ich dann selbst übermalt, so wie ich da gerade Fantasie und Laune hatte, bis es allen gefallen hat in der Familie. Genau. Wir gehen jetzt rüber in die Werkstatt. Da haben wir dann auch 3 Jahre, während wir die Synagoge, die ehemalige, restauriert haben, gewohnt. Ich bin ja Restaurator für Holzobjekte, Möbel, Denkmalpflege. Wenn ich hier so bei meiner Arbeit bin, dann ist es schon so, dass man sich teilweise dann in eine andere Zeit versetzt fühlt. Dass man an Objekten arbeitet, die vor langer Zeit hergestellt worden sind. Da kann ich mich halt richtig fallen lassen in die Arbeit und Stund um Stund hier arbeiten. Ne? Jetzt gehen wir wieder ins Haus und ich zeige euch mal, wo die ganzen Stücke, die ich drüben restauriere, wo die so landen. Ich mag besonders den Biedermeier, das sehen wir mal hier, die besonderen Formen mit den Rückenlehnen, super bequem. Na, dann haben wir hier drüben jetzt zum Beispiel ein norddeutsches Möbel, Mahagoni furniert, wunderschöne Arbeit um 1810. Und hier drüben haben wir eine Vitrine, auch so um 1830, 40.
Die Möbelkunst des 19. Jahrhunderts, die begeistert mich. Wenn wir hier drüben rübergehen, dann sehen wir halt so mein Lieblingsobjekt. Wunderschön mit Esche hier furniert. Eschenriegelholz, sehr selten. Und wenn man es aufmacht, dann ist es halt das Eingericht, wo ich mir dann noch Venus und Amor hier reingestellt habe. In der Funktion ist es natürlich super auch, dass man die ganzen Schubladen, die funktionieren. Wenn ich die kleine Kugel mal hier rausnehme, dann kann ich hier auch das rausziehen, diesen Einsatz. Und dann haben wir hinten drin ein Geheimfach hier. Dann haben wir auf der anderen Seite dieses Sofa. Das habe ich vor zig Jahren gekauft. Ich fand halt das Gestell super. Oftmals kann man auch diese Möbel, sage ich mal, haben eine Provenienz oftmals. Man kann die zuordnen, Regionen. Und dieses Möbel kommt wahrscheinlich aus dem Bereich Mainz. Ja, und neben den ganzen Kunstobjekten leben wir natürlich auch hier in dem großen Raum. Und das ist unser Lebensmittelpunkt, in dem irgendwie alles stattfindet, von Kochen über Essen, sich aufhalten. Das ist unsere allererste IKEA-Küche tatsächlich von vor 20 Jahren. Ist ja schon eine Weile, dass wir hier wohnen. Immer schön bei Festen, dass die Kochinsel hier in der Mitte ist und niemand abgeschieden in der Küche, sondern wir sind immer alle beieinander und man ist zusammen und hat hier eine schöne Zeit miteinander. Zum Wohlfühlen gehört hier natürlich auch der Boden dazu, den ich arg liebe. Durch die Fußbodenheizung ist das hier ein ganz tolles Gefühl. Was natürlich ein bisschen Arbeit war, den hier einzubauen, weil wir das gesamte Gebäude 30 cm ausgraben mussten. Per Hand, weil kein Kleinbagger hier reingepasst hat. Da waren wir sehr froh um die Hilfe unserer Nachbarn, Freunde und besonders unser kleiner Nachbar, 3 Jahre alt, den haben wir da kennengelernt. Der ist ganz stolz mit seinem Schubkarren dann immer hier rein und raus. Es war auch eine schöne Begegnung mit den Nachbarn, die ersten. Hier im Erdgeschoss haben wir jetzt überall den gleichen Boden. Das zieht sich auch vom Flur ins Bad rein und auch in den hinteren Räumen. Wir haben uns hier für so eine Art Terrazzo entschieden, ein moderner. Das ist quasi ein Gussestrich. Um möglichst wenig in die alten Wände eingreifen zu müssen und die Substanz zu schonen quasi des alten Gebäudes, haben wir hier eine neue Wände eingezogen, in denen die ganzen Installationen verankert sind. Und das ist eigentlich ein wirklich richtig schönes, geräumiges Bad geworden, in dem wir uns auch sehr gerne aufhalten und uns wohlfühlen. Vermutlich war das zur Zeit der Synagogennutzung auch das rituelle Bad, die Mikwe. Wir vermuten das stark, weil wir hatten einen kleinen Bauunfall ganz am Anfang, sind uns die Wasserleitungen hier eingefroren und dann ist diese Wand hier hinten ist quasi eingebrochen, weil sie kaum ein Fundament hatte. Und vermutlich war da mal so eine Art Bad oder irgendein Becken, was nach unten ging, wo zur Synagogenzeit eben die rituellen Waschungen vor dem Gottesdienst stattgefunden haben. Wir gehen jetzt die Treppe hoch. Also hier haben wir auch eine moderne Stahl-Holztreppe bauen lassen. Wir haben hier die Blaufassungen, haben uns ein bisschen orientiert am großen Saal. Also wir haben hier schon die Farben mit übernommen, die wir auch im Haus gefunden haben und fanden halt das Blau im Treppenhaus recht schön. Hier oben, hier haben wir nämlich noch die originalen Fenster auf der einen Seite und hier drüben, hier waren ja mal große Kirchenfenster eigentlich. Wenn man hier runter guckt, die gingen also alle bis unten auf die Fensterbank.
Aber man muss natürlich auch sagen, die Restaurierung der Fenster, das hat alleine mal zu 2-3 Jahr gedauert, als wir da in der Werkstatt gearbeitet haben. Es sind sehr viele Fenster. Und dann müssten wir halt auch noch diese Stahlrahmenfenster kaufen. Und ich habe sie dann auch selbst eingebaut. Und ich sage mal, wir haben ja eine Denkmalförderung gekriegt für dieses Gebäude auch. Und die Förderung, die floss eigentlich komplett in die Fenster. Und es ist schon manchmal vielleicht so, dass man sich dann gedacht hat, boah, ich verzweifle, jetzt ist so viel Arbeit. Ja, es ist einfach trotzdem immer wieder sowas auch in die Hand zu nehmen, so ein historisches Fenster. Das ist schon eine tolle Sache. So, dann nehme ich euch noch mal mit in unser Schlafzimmer. Das ist der ehemalige Unterrichtsraum für die jüdischen Kinder gewesen. Nach 1906 ist es zu Wohnungen umgebaut worden und bis 1960 waren hier auch Sozialwohnungen drin und auch kurz bevor wir es gekauft haben, haben hier auch noch Leute gewohnt. Ich bin ja Wandmalerei- und Steinrestauratorin. Ich habe mich dann hier um die Putze auch gekümmert und die mit Kalkmörteln ergänzt. Und in unserer Voruntersuchung haben wir dieses Fries, das man hier oben an der Wand sieht, gefunden, dass es mal unten im Bad gemalt war. Davon habe ich dann eine Schablone abgenommen und habe sie hier an der Wand oben wieder rekonstruiert. Und von der Farbgebung haben wir uns im Prinzip so ein bisschen aus Weimar, aus dem Goethehaus inspirieren lassen und dachten, die Grüntöne würden hier wunderbar reinpassen. Das Bett ist noch ein altes Überbleibsel aus unserer ersten Zeit, das ist quasi unser erstes Bett. Und an dem hängen wir ein bisschen und deshalb darf es auch noch bleiben. Die Lampen hier kamen aus einer ehemaligen Stadthalle und die hat der Ralf dort entdeckt und hat sich für hier mitgebracht. Sind also auch alte Lampen aus der Zeit, aber eben aus einem anderen Gebäude. Hier sind wir auf der ehemaligen Frauenempore. Frauen kamen hier oben rein und haben hier am Gottesdienst teilgenommen. Und nachdem die Synagoge 1906 schon aufgegeben wurde, weil die jüdische Gemeinde schon sehr klein geworden war, hat die politische Gemeinde das Gebäude übernommen und hat einen großen Versammlungssaal hier oben eingebaut und hat eine riesige Zwischendecke hier eingezogen. Und unten hat dann in den 70er Jahren der Bauer tatsächlich auch Tiere gehabt. Wir kamen ja frisch aus dem Studium und hatten natürlich noch keinerlei Rücklagen oder irgendwelche Vermögen. Insofern waren wir froh, das Gebäude auch relativ günstig kaufen zu können und haben dann eben sehr viel Eigenleistungen hier reingesteckt. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung daraus ziehen können, konnten uns mit verschiedensten Materialien ausprobieren. Und man ist tatsächlich auch nie wirklich fertig. Man kann immer wieder an neuen Ecken beginnen und neu anfangen. Also hier haben wir auch wieder Risse im Mauerwerk, die irgendwann wieder aufgehen, die man reparieren muss. Aber man weiß, woran man arbeitet und das ist dann schon auch interessant. Ich hatte ja erzählt, dass wir oben drin gewohnt haben in der Werkstatt, wie wir dann nach 3 Jahren hier eingezogen sind ins Gebäude. Das war schon ein ganz besonderer Moment, sage ich mal. Wir hatten auf einmal so viel Platz hier. Uns war es natürlich auch schon bewusst, was wir hier für ein Gebäude kaufen. Eine ehemalige Synagoge. Wir haben uns unser Bestes getan, dass er für die Nachwelt erhalten bleibt. Und wir gehen weiterhin davon aus, dass Gebäude, die gut genutzt werden, auch am längsten erhalten bleiben. Das war unsere Roomtour durch die ehemalige Synagoge. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal und schaut hier rein.